Von unserem Hotel aus ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Eingangsportal eines riesigen Naturparks mit zahlreichen Wanderwegen, der sogenannten Chittoux Nature Education Area. Die Vielzahl der harmonisch in der Naturlandschaft eingebetteten Attraktionen lassen einen Tagesaufenthalt ratsam erscheinen. Wie immer sorgt ein frühzeitiger Start für die nötige Muße bei der Erkundung des weitläufigen Geländes. Ginkgo-Bäume, die in der freien Natur normalerweise nicht mehr anzufinden sind, wurden hier erfolgreich wieder angesiedelt. Immer weiter führen die Wege in die dichten Bergwälder hinein und bieten dabei reichlich Anschauungsmaterial. Naturbelassene, umgestürzte ehemalige Baumriesen sorgen für ehrfürchtiges Staunen. Speziell angelegte, erhöhte Wege ermöglichen Einblicke auch in die oberen Vegetationszonen. Bei so vielen Gehstrecken wird es natürlich irgendwann einmal Zeit für eine Brotzeitpause. Und hier haben wir sogleich Gesellschaft. Was hat das possierliche Eichhörnchen wohl im Sinn? Meine Semmel! Oh. Nun geht es weiter zu einem besonderen Markenzeichen des Reservats, einer gärtnerisch gestalteten Teichlandschaft mit einer attraktiv geschwungenen Bambusbrücke im Zentrum. Schließlich haben wir auch noch eine hautnahe Begegnung mit einem der ausschließlich auf Taiwan beheimateten Formosa-Makaken.
Nach mehr als 15 Kilometern Wanderstrecke haben wir uns ein kleines Ruhepäuschen zum Abschluss des Tages redlich verdient. Mit frischen Kräften geht es am darauffolgenden Morgen zum nächsten Highlight der Gegend. Eine serpentinenreiche Bergstraße führt bis auf knapp 1700 Meter Höhe zur sogenannten Sunlink Sea Area, ein drolliger Versuch einer phonetischen Übertragung des chinesischen Namens Shanlinxi ins Englische. Wiederum sorgt schon die Anfahrt für genussreiche Momente. Am Parkplatz angekommen, unternehmen wir zunächst eine Wanderung entlang des Flusses Jiaozuoliao. Unser Ziel ist dabei der 116 Meter hohe Wasserfall Qinglong. Wundervolle Eindrücke begleiten uns dabei von Anfang an. Nun blicken wir erstmals auf den Wasserfall, der sich vom Plateaurand aus über imposante 116 Meter in die Tiefe stürzt. Auf gleichem Weg geht es durch das üppige Grün wieder zurück. Am Parkplatz steht nun schon ein Shuttlebus bereit, denn der weitere Weg ins Tal hinein ist für Privatfahrzeuge gesperrt. Auch das nächste Ziel zählt zweifellos zu den sehenswertesten Naturschönheiten Taiwans, der sogenannte Songlong Rock mit seiner malerischen Umgebung. Von der Ausstiegsstelle führt ein kurzer Spazierweg zu dem beeindruckenden Areal. Das riesige, überhängende Felsmassiv ist durch aussichtsreiche Wanderwege erschlossen. Vom Songlong Rock führt nun ein kleiner Wanderweg am Fluss entlang zur nächsten Attraktion der Gegend, einem großen Blumenpark inmitten der Berglandschaft. Anschließend geht es wiederum per Shuttlebus zum Parkplatz zurück. Der schön angelegte Weg verläuft direkt am Fluss entlang und bietet jede Menge für das Auge. Nun haben wir das Sunlink Sea Flower Center erreicht und unternehmen einen genussreichen Spaziergang durch das wunderschön angelegte Gartengelände.
In bester Laune verabschieden wir uns anschließend aus dem zentralen Bergland Taiwans. Aus der Höhenlage der Berge geht es nun hinab in die Tiefebene im Westen Taiwans. Nächstes Ziel ist hier Taichung, mit knapp 3 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Taiwans. Hier ist gleichzeitig die Abgabestelle für unsere Mietwagen, denn 2 Tage später soll es per Hochgeschwindigkeitsbahn von hier Richtung Norden weitergehen. Zunächst aber lassen wir uns per Taxi in das Stadtzentrum transportieren, wo wir uns in einem Hotel einquartieren, das wir vor allem unter dem Aspekt der Entspannung und Erholung nach vielen erlebnisreichen Reisetagen ausgewählt haben. Natürlich ist auch ein bisschen Sightseeing angesagt, denn Taichung ist eine Stadt mit moderner Architektur, aber auch mit vielen begrünten Bereichen, wie beispielsweise rund um die Universität. Der Großteil der Tagesgestaltung findet allerdings in unserem Hotel statt. Frisch gestärkt machen wir uns 2 Tage später auf den Weg in Richtung Norden. Die moderne Hochgeschwindigkeitsbahn benötigt für die 180 Kilometer lange Strecke nach Taipeh lediglich 1 Stunde. Von dort führt eine Lokalbahn in den Hafenort Keelung, wo unser nächster Reiseteil, eine Kreuzfahrt, beginnen soll. Die HSR oder High Speed Railway Station präsentiert sich überaus modern mit einer durchgehend erhöht verlaufenden Schienentrasse. Blinklichter im Bahnsteig warnen vor der Einfahrt des Zuges und das Auffinden der reservierten Plätze in den nummerierten Waggons gestaltet sich denkbar einfach. Eigentlich ist es direkt schade, dass die Fahrt schon so schnell wieder vorüber ist. Dafür bleibt uns aber in Keelung nach dem Bezug des am Hafen gelegenen Hotels noch reichlich Zeit für eine erste Besichtigungstour zu dem auf einem Hügel über der Stadt gelegenen Suputan-Tempel. Wie so oft gilt es zunächst, einen steilen Treppenanstieg zu bewältigen. Wenig später stehen wir vor dem mit beeindruckenden Wächterfiguren geschmückten Tempel. Die 25 Meter hohe weiße Statue der Göttin der Barmherzigkeit ist zu einem Wahrzeichen von Keelung geworden und ist die größte ihrer Art in Südostasien. Nach Einbruch der Dunkelheit stürzen wir uns noch in das lebhafte Treiben rund um den Hafen und auf den Märkten der Stadt. Am nächsten Morgen genießen wir zunächst noch die Vorzüge unseres Hotels, bevor uns ein Blick aus dem Fenster verrät, dass das kleine Schiff unserer Lieblingsreederei Oceania im Hafen angekommen ist und somit dem Beginn des nun kommenden 4-wöchigen Reiseteils nichts mehr im Wege steht.